Hare Krishna. Heute möchte ich die Geschichte erzählen, dass sich nicht einmal ein Grashalm ohne den Willen Gottes bewegt. Denkt mal drüber nach. Nicht einmal ein Grashalm bewegt sich, ohne dass es Gott erlaubt. Und dazu gibt es eine Geschichte. Es war einmal ein König und sein weiser Minister. Der König war eigentlich ein recht guter König, doch er dachte, alles, was so geschieht, ist dadurch, weil er das so arrangiert hat. Der Minister war ein sehr Gottgläubiger und glaubte daran, dass nichts ohne den Willen Gottes geschieht. Bis auf diese Differenz waren die beiden, der Minister und sein König, eigentlich ein ganz gutes Team. Eines Tages war der König und sein Minister im Wald unterwegs auf der Jagd, als plötzlich vor das Pferd des Königs eine Schlange zischte. Die Schlange erschreckte das Pferd des Königs so sehr, dass das Pferd sich aufbäumte, den König abwarf und den König direkt vor die Schlange warf. Er fiel direkt vor die Schlange. Die Schlange biss den König in den Finger. Es war natürlich eine giftige Schlange und slisselte dann wieder in den Busch zurück. Der König wusste, wenn ich jetzt nichts mache, dann wird das Gift aus dem Finger durch meinen ganzen Körper strömen. Wenn es an meinem Herz angekommen ist, war es das mit mir. Also zückte er sein Schwert und schnitt sich den Finger ab. So rettete er sein Leben, aber hatte er einen Finger weniger. Er wurde von seinem Minister bandagiert. Der Minister sagte solche Sachen wie: Das ist die Gnade Gottes. Das ist nur geschehen, weil Gott dir so wohlgesinnt ist. Wer weiß, für was es gut ist. Der König konnte in diesem Moment diese Worte überhaupt nicht gutheißen. Er hatte gerade seinen Finger verloren. Was ist darin denn gut und was soll daran die Gnade Gottes sein? Er konnte seinen Minister nicht mehr hören und so ließ er die anderen Männer, die mit ihm mit waren, seinen Minister zurück in den Palast bringen und in den Kerker werfen. Der König nun war entschlossen, seine Jagd durch diesen Zwischenfall nicht abzubrechen, obwohl er einen Finger verloren hatte. Seine Hand war fest bandagiert, machte er sich nun alleine weiter auf die Jagd. Plötzlich kamen Kriminelle, Banditen, die nahmen den König gefangen. Es waren viele, schreckliche Banditen. Sie wollten den König als ein Blutopfer zur Göttin Kali darbringen. Sie sagten: Oh, königliches Blut läuft uns aber selten über den Weg, da wird sich die Göttin aber freuen. Und sie nahmen ihn mit in ihr Hauptquartier und als sie den König für die Opferung vorbereiten wollten, schrie plötzlich einer der Banditen: Oh, dem König fehlt ein Finger. Da sagte der Anführer der Banditen: Wir können doch keinen unkompletten Menschen zu Kali opfern. Lasst ihn frei. Wir suchen uns jemand anders. Und so wurde der König freigelassen. Nun erkannte er, dass es tatsächlich die Gnade Gottes war, dass er einen Finger verloren hatte. Denn hätte er diesen Finger nicht verloren, würde er jetzt zu Kali geopfert werden. Er ging also zurück in seinen Palast, ging sofort zu seinem Minister in den Kerker, ließ ihn frei und erzählte ihm, was gerade alles geschehen war. Und dann sagte der König: Aber eins verstehe ich nicht. Wenn alles geschieht mit dem Willen von Gott, wieso bist du dann im Kerker? Wieso habe ich dich denn dann in den Kerker geworfen? Und da sagte der Minister: Na, wenn ich bei dir gewesen wäre, mein König, dann wäre ich jetzt zu Kali geopfert worden, denn mir
fehlte nichts. Mein Körper ist vollständig. Dann hätten sie nicht dich geopfert, mein lieber König, sondern hätten sie mich geopfert. Doch dadurch, dass ich von dir weggeschickt worden bin, wurde auch ich gerettet. Und da verstand der König ein bisschen und bedankte sich bei Gott. Und von da an regierte er weiter mit dem Gedanken, dass sich nicht einmal ein Grashalm ohne den Willen Gottes bewegt.